was passiert nach dem Tod wirklich und genau Heire beginnt ein der ältesten und zugleich unbequemst Fragen überhaupt den jeder Mensch. Stellt sei sich irgendwann, aber fast niemand bekommt ein Antwort, die sich wirklich wörtlich oder greifbar anfühlt, doch genau Heire would jemand, why Richard Feynman einen völlig anderen Ansatz, welchen nicht emotional, nicht spekulativ, sondern structural, denn anstatt zu fragen, was nach dem Tod passiert would zuerst fragen was überhaupt passiert, wenn wir leben denn als, was du als den ich. Wahrnimmst den Gedanken, den Erinnerungen, den Gefühlen State, aus Prozessen in deinem Gehirn, aus elektrischen Signalen, aus chemischen Wechselwirkungen, aus komplexen Mustern, die sich ständig verändern und genau hier liegt der entscheidende Punkt, denn dein Bewusstsein ist kein festes Objekt, sondern ein dynamischer Prozess, der nur so lange existiert, wie dies Aktivität aufrechterhalten wird. Stell dir vor, den ich ist kein Ding, das genuo gespeichert ist, sondern ein fortlaufendes reines etwas, das in jedem Moment nu entsteht durch die Aktivität deines Gehirns und genau deshalb gibt es keinen klaren Ort, an dem dein Bewusstsein sitzt, sondern nur ein System, das ist doch genau hier beginnt die eigentlich Frage, denn wenn dieser Prozess stoppt, wenn die Aktivität endet, wenn die Signal aufhören, was bleibt dann übrig, und genau hier wird die Antwort radikal anders als das was. Man erwartet denn aus physikalischer Sicht verschwindet kein Ich. An einen anderen Ort, sondern der Prozess selbst hört einfach auf zu existieren, nicht weil zerstört wird, sondern weil die Bedingungen, die ein Ursachen nicht mehr vorhanden sind, und genau deshalb gibt es aus dieser Perspektive kein klassisches. Danach, why wir es uns vorstellen, kein Übergang, kein Weiterlaufen, sondern eher ein End eines Prozesses, das sich nicht, why etwas anfühlt, sondern why das Fehlen wann. Erfahrung selbst, und genau hier entsteht der Punkt, der so schwer zu greifen ist, denn wir solchen unser vorzustellen, why es danach. Ist doch die Vorstellung, braucht ein Bewusstsein, das sei erlebt, und genau dieses Bewusstsein ist genau das, was aufgehört hat zu existieren, und wie erlegt ist genau das die verblüffende Antwort, denn die Frage, was nach dem Tod passiert, könnt falsch gestellt sein, weil sei vorsetzt, dass es noch jemanden gibt, der etwas erleben, kann obwohl gen. Dieser Beobachter nicht mehr existiert, und genau hier beginnt sich die erst Schleif zu schließen, denn anstatt ein mysteriöses, dennoch zu erwarten zeigt dies Perspektive, dass das eigentlich Rätsel nicht am Tod liegt, sondern darin zu verstehen, was Bewusstsein überhaupt ist sollen, es existiert. Wenn man noch tiefer geht, dann wird klar, dass das eigentlich Rätsel nicht der Tod ist, sondern das Bewusstsein selbst, denn wir nehmen unser Ich als etwas Kontinuierliches wahr als. Etwas, das immer da ist, doch in Wirklichkeit entsteht dieses Gefühl in jedem Moment, nur aus der Aktivität des Gehirns, und genau hier wird jemand, why Richard Feynman ansetzen, indem nicht fragt, wohin das Bewusstsein geht, sondern unter welchen Bedingungen es überhaupt existiert, denn alles, was du erlebst, basiert auf physikalischen Prozessen, auf elektrischen Signalen, die durch neuronale Netzwerk fließen, auf chemischen Reaktionen, die ständig stattfinden, und genau deshalb ist de Bewusstsein untrennbar mit diesem System, verbunden, und genau hier entsteht der entscheidende Punkt, denn wenn dieses System aufhört zu funktionieren, wenn die Aktivität im Gehirn stoppt, wenn kein Signal mehr verarbeitet werden, dann endet nicht nur das Leben, sondern auch die Möglichkeit, überhaupt etwas zu erleben, und genau deshalb gibt es aus dieser Perspektive kein Verborgenes danach. Das Genuo wird sondern nur das Ende eines Prozesses, der nur unter bestimmt Bedingungen existieren kann, doch genau hier wird es noch tiefer, denn wir versuchen unser vorzustellen, why es wäre nicht mehr zu existieren, doch die Vorstellung braucht ein Bewusstsein, das sei ersucht, und genau dieses fehlt in diesem Zustand vollständig, und genau deshalb ist es unmöglich, sich diesen Zustand wirklich vorzustellen, weil die Vorstellung bereits vorsetzt, dass du existierst, und genau hier entsteht die eigentliche Verwirrung, denn wir denken in Begriffen von Übergang, von Veränderung, von Weitergehen, doch dies Konzept gilt nur solange ein Beobachter existiert, der sei erlebt, und genau deshalb könnt die Idee eins nach dem Tod weniger eine Realität sein als vielmehr ein Denkfehler, der daraus entsteht, dass unser Gehirn nicht anders denken kann als in Erfahrungen und Zeit, und wie erlegt ist genau das die verblüffende Antwort, denn es gibt kein Erleben von nichts, sondern nur das Fehlen von Erleben selbst, und gen. Hier beginnt sich die Schleif zu schließen, denn die Frage, wo was nach dem Tod passiert, und die mögliche Antwort ist, dass die Frage selbst und die Grenzen unseres Denkens stößt, weil sei etwas vorsetzt, das nicht mehr existiert, nämlich dich als Beobachter, und genau hier erreicht dies ihren tiefsten Punkt, denn wenn wir als zusammenbringen, dann wird klar, dass die Frage nach dem Tod uns nicht deshalb verwirrt, weil die Antwort komplex ist, sondern weil unser
Denken selbst an ein Grenz, stößt den Sinn darauf, programmiert im Begriffen von Zeiterfahrung, an Kontinuität zu denken, an genau deshalb erscheint an sein Vollständiges Ende unvorstellbar, doch genau hier wohl jemand wie Richard Feynman darauf hinweisen, dass die Realität nicht verpflichtet ist an zur Intuition, zu folgen, sondern nur den physikalischen Bedingungen unterliegt, unter denen Prozessen entstehen und verschwinden, und genau deshalb ist das, was wir als Bewusstsein erleben kein dauerhaftes Objekt, sondern ein Zustand, der nur existiert solange bestimmt Bedingungen erfüllt sind. Und genau hier wird der entscheidende Unterschied sichtbar, denn wenn dies Bedingungen in den verschwindet, nicht etwas an einen anderen Ort, sondern der Zustand selbst hört auf zu existieren, und genau deshalb gibt es keinen Übergang, kein Weitergehen, kein Verborgens, danach, sondern nur das Ende eines Prozesses, das sich nicht, wie etwas anfühlt, sondern wie das Vollständigkeit, Fehlen von Erfahrung, doch genau hier entsteht die tiefste Schwierigkeit, denn wir versuchen immer noch uns diesen Zustand vorzustellen, doch jede Vorstellung ist bereits ein Akt des Bewusstseins, und genau deshalb können wir uns das Nicht-Existieren niemals direkt vorstellen, weil wir dafür existieren mussten, und genau hier beginnt sich das Paradox aufzulösen, denn die Angst vor dem Tod basiert oft auf der Idee, dass wir etwas erleben würden, doch das ist der Punkt, der aus dieser Perspektive nicht mehr zutrifft. Denn es gibt keinen Beobachter mehr, der etwas erleben könnt, und genau deshalb ist das, was wir als nichts bezeichnen, nicht ein dunkler Zustand, nicht ein leere Erfahrung, sondern das Vollständigkeit, Fehlen jeder möglichen Erfahrung, und vielleicht ist genau das der Moment, in dem sich die Perspektive verschiebt, denn anstatt den Tod als etwas zu sehen, das uns passiert, könnt man ein als das Ende eines Prozesses verstehen, der nur solange existiert, wie die Bedingungen dafür gegeben sind. Und genau hier entsteht ein überraschend Rudendes. Was in det ist nicht ein Beobachter, der weiter existiert, sondern genau das System, das überhaupt erst erleben kann, und genau deshalb gibt es aus dieser Sicht keinen Zustand des Leidens nach dem Tod, weil es keinen Zustand mehr gibt, in dem etwas erlebt worden kann, und vielleicht ist genau das die verblüffende Antwort, denn die Frage was nach dem Tod passiert vorher nicht zu einem neuen Zustand, sondern zu der Erkenntnis, dass es keinen Beobachter mehr gibt, der überhaupt eine Antwort erleben könnte. Und genau hier schließt sich der Kreis, denn das größte Rätsel ist nicht, was danach kommt, sondern wie Bewusstsein überhaupt möglich ist, solange es existiert, und genau darin liegt die eigentlich tief dieser Frage, denn sie sagt, dass das Ende nicht eine reines ist, das erlebt wird, sondern das Ende des Erlebens selbst. Doch hier entsteht noch ein tiefer Eben, denn wenn dem Bewusstsein ein Prozess ist, dem Identität, das auch das ist keinen festen Punkt, gibt in dem den ich gespeichert ist, sondern nur ein Zusammenspiel aus Aktivität, das sich ständig verändert, und genau deshalb kann dieses System nicht einfach an einen anderen Ort wechseln. Wenn es in det und genau hier wird, klar warum die Vorstellung eines Übergangs so problematisch ist, denn ein Übergang setzt voraus, dass etwas bestehen bleibt, das sich verändert, doch wenn das Bewusstsein selbst nur durch Aktivität existiert, dann gibt es nichts, das unabhängig davon weiter bestehen könnte. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass unser Denken selbst Teil dieses Systems ist, denn jede Frage, die du stellst, jede Vorstellung, die du dir matcht, entsteht innerhalb deines Bewusstseins, und genau deshalb stößt dein Denken hier an ein Grenz, weil es versucht, etwas zu verstehen, und die Bedingungen, unter denen es überhaupt funktioniert, doch gleichzeitig zeigt, dass auch wie besonders dieser Zustand ist, denn als was du erlebst, jede Erinnerung, jede Emotion existiert nur in diesem temporären Prozess, und genau deshalb ist das, was wir als Leben wahrnehmen, nicht selbstverständlich, sondern ein extrem komplexer Zustand, der nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist.